Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich mit dir ein sehr wichtiges Thema, wenn nicht das zentralste Thema im Bereich der Manifestation ansprechen, wie du dein Anliegen richtig formulierst und dir dabei nicht im Wege stehst. Und was meine ich mit dir im Wege stehen? Wie du aufhörst, dich selbst zu sabotieren, um dein gewünschtes Manifestationsziel schneller und effektiver zu erreichen. Die Kernmessage in diesem Video ist: Steh dir selbst nicht im Wege. Nach diesem Satz könntest du eigentlich das Video abschalten und sagen, alles klar, ich habe alles verstanden. Nein, Spaß beiseite. Worum es hier wirklich gehen wird, ist zu ergründen, was es da für Probleme gibt im Bereich Manifestation, warum du dir selbst manchmal im Weg stehst, ohne dass es dir wahrscheinlich bewusst ist, und wie du damit aufhören kannst, wenn ich dich auf ein paar ganz einfache Dinge hinweise, die es dir erleichtern werden, in Zukunft noch besser manifestieren zu können. Stell dir vor, du bist in eine Wohnung gezogen und du hast dich schon mit der Zeit zurechtgefunden. Du entscheidest dich, in die Küche zu gehen. Was machst du dann? Ganz einfach, ohne viel zu überlegen, stehst du auf oder du stehst irgendwo anders in einem anderen Raum und gehst einfach in die Küche. Ja, oder Badezimmer, Schlafzimmer, wie auch immer. Für deinen Verstand ist diese Situation so selbstverständlich, dass sie ja auf Autopilot läuft. Warum ist es also nicht so mit deinen Manifestationszielen, das, was für dich krass und fast unreal, unnahbar und unerreichbar vorkommt? Da kommt unser Lieblingsverstand wieder ins Spiel und schaltet sich schnell ein und sagt, naja, also das kannst du ja wirklich vergessen, und wie soll das denn gehen? Da musst du an das, dies, jenes denken und dann ist das erst möglich, oder ist es für mich, ich will es zwar haben, aber eigentlich gar nicht möglich. Und kommen wir wieder zu der Küchensituation zurück. Was ist hier anders? Du bist in einem anderen Raum, sagen wir mal Schlafzimmer, stehst auf und gehst einfach zur Küche, ohne groß nachzudenken. Ohne zu überlegen, auch wenn es jetzt ein bisschen übertrieben klingt, schaffe ich das, wenn meine Beine es hinbekommen, da hinzugehen? Ja, auch wenn es manchmal Situationen gibt, da könnte man durchaus so denken, aber du verstehst, was ich meine. Im Grunde genommen ist das mühelos, vollkommen selbstverständlich. Doch warum ist das bei unseren Vorhaben anders? Da kommt unser Verstand und sagt verschiedenste Ausreden, warum etwas nicht gehen sollte, was da im Wege stehen könnte. Und er checkt es einfach nicht, dass er selbst sich im Weg steht. Sorry, wenn ich das jetzt einfach so, einfach und normal ausspreche, aber steh dir bitte selbst nicht im Weg. Denn wenn du aufhörst, dir selbst im Wege zu stehen, alles zu zerdenken und zu zerreden mental, lässt du es einfach geschehen. Ja, es passiert dann einfach. Das, was du wünschst, so einfach. Wenn du aufhörst mit dem negativen Talk, mit dem gewohnten Denken, das alles sind Projektionen. Wenn du jetzt dich aus diesem ganzen Geschehen herauszoomst, auf einen Stuhl packst und hinsetzt und dich selbst beobachtest, was dein Verstand dir ständig für Ideen und Gedanken und Vorbehalte einquatscht und das Ganze von der Seite betrachtest, wie würdest du darüber denken? Als derjenige, der da einfach sagen würde, chill mal, lass es doch einfach geschehen. Lass neue Ideen, Impulse, Einladungen in dein Leben fließen, auf die du dann entsprechend wieder neu reagieren kannst. Doch die müssen erstmal kommen, du musst dir erstmal den Weg frei machen. Du stehst dir doch selbst im Weg. Und was ist das Rezept dafür? 5 einfache Dinge. Keine Angst, keine Zweifel, keine Kontrolle, wie, wo, was, wie geschehen wird und soll. Keine engstirnigen, zu krass durchformulierten Pläne, die dich in deiner Bandbreite der Manifestation limitieren. Und letztendlich das alles zusammenfassen, tu einfach das, was natürlich ist, was authentisch ist, in Annahme, ohne Angst, ohne Zweifel. Nimm das an, was kommt, und lass los das, was du nicht mehr haben möchtest. Auch wenn das, was du nicht haben möchtest, zuerst kommt. Weil das ist das Produkt dessen, was du dir durch deine vorherige Sichtweise, deine vorherigen Gedanken, deine vorherigen Einstellungen, dein altes Ich, wenn du so möchtest, kreiert hast. Das erntest du erstmal, und dein neues Ich sagt, okay, ich nehme jetzt die Verantwortung auf meine Kappe. Das war mein altes Ich, okay, jetzt passiert das und das, alles klar. Das war ja mein altes Ich, und jetzt kommt die Reaktion und die Ereignisse, die Manifestation von dem alten Ich. Ganz cool bleiben, keine Angst, keine Selbstzweifel, keine Kontrolle. Lass es einfach los, lass es auf dich zukommen, lass es einfach zu. Dein Auftrag, deine einzige Aufgabe, deine einzige Bedingung, die du wirklich erfüllen musst, dabei ist, ein klares Ziel, ein klares Anliegen zu formulieren. Dem Universum ein Signal zu senden, das möchte ich haben. Bestellung aufgegeben. Und nicht aus dem Mangelzustand heraus
oh bitte, das brauche ich jetzt, sonst kann ich nicht existieren, sonst ist mein Selbstwert komplett im Eimer, wenn ich das nicht habe. Bitte, bitte, bitte. Nein, so nicht. Im Hier und Jetzt nimmst du die Verantwortung in deine Hände. Du formulierst ganz klar in positiver Absicht, was du haben möchtest. Aktivierst du deinen Zufluss, deinen Strom an neuen Gedanken und Formen, die für dein Anliegen, für deinen Manifestationswunsch folgen. Das ist ein Gesetz. Es gibt universelle Gesetze, ob du glaubst daran oder nicht. Wir alle unterliegen ihnen. Und wenn es sie gibt, warum sie nicht einfach zunutze machen, statt dagegen zu arbeiten? Naja, du kannst nicht wirklich dagegen arbeiten, du nutzt sie. Die Frage ist, ob für dich und für deine Vorstellung oder eben halt nicht, ne? Wenn du dann im Flow bist, dann folgt alles leicht und natürlich. Du hast dich dazu bereit erklärt, dir nicht mehr im Wege zu stehen. Du hast die Position des Beobachters angenommen. Was ist das, diese Beobachterrolle? Ja, bleiben wir da erstmal vielleicht. Um es dir noch einfacher und verständlicher klar zu machen, wo du dich wahrscheinlich gerade befindest. Jeder kennt von uns eine Fliege am Fenster, die verzweifelt versucht, ihren Weg nach draußen in die große Welt hinaus, aus dem Gefängnis Fensterbank, herauszufinden. Dabei unternimmt sie etliche Versuche, klatscht ständig an die Fensterscheibe, quält sich durch Spalt hindurch, den sie letztendlich nicht überwinden kann, um nach draußen zu kommen, bis sie erschöpft am Boden zusammenfällt, wie auch immer. Und ja, so weit musst du es nicht kommen lassen, dass du die Fliege bist, die ja letztendlich zu Boden fällt. Und wenn du selbst da angekommen bist, gibt es für dich auch noch einen Weg, wie du es doch nach draußen schaffst. Denn was wir von dieser Fliege in dieser Situation übertragen und lernen können, um es besser zu machen, ist, dass die Fliege deinen Verstand repräsentiert. Dein Verstandesbewusstsein, welches klare Anweisungen, Pläne und Vorstellungen darüber hat, wie etwas zu laufen hat, aus der Gesamtsumme all deiner Erfahrungen. Aus diesem Leben mindestens und noch etlichen weiteren, falls du an sowas überhaupt glaubst. Das Entscheidende ist jedoch, dass etwas Höheres in dir schwingt, das so intelligent genug ist, eine andere Perspektive einzunehmen, die Beobachterrolle, und sich aus diesem Kampf des Gewohnten, ich fliege jetzt ständig in neuen Wegen, aber immer auf dieselbe Glasscheibe zu, knall dagegen, fall hin, steh wieder auf und knall wieder gegen die Glasscheibe, aus diesem Raum sich selbst herauszusprengen, zu befreien, die Beobachterrolle einzunehmen und sich selbst nicht mehr im Weg zu stehen. Wie man das schafft, da gibt es sehr viele Wege, das zu üben, was ich gerade angesprochen habe. Diese Beobachterrolle über Meditation, über bestimmte Techniken, die sehr, sehr wirksam sind, aber jetzt hier den Rahmen sprengen würden, das Ganze hier aufzudröseln und vorzustellen. Es reicht ja schon, wenn du anfängst, eine andere Perspektive einzunehmen und dich selbst von der Seite mit geschlossenen Augen zum Beispiel zu beobachten. Du sitzt dir selbst auf einem anderen Stuhl gegenüber, hörst deinem Verstand zu, hörst deiner Projektion zu, deiner Verstandesebene, schaust du quasi auf die Fliege, die jetzt immer wieder auf das Fensterglas zusteuert und den Weg noch nicht rausgeschafft hat. Den Weg nach draußen, den Weg in die Freiheit, zu deinem Wunsch, zu deinem Manifestationsziel. Steh dir also bitte nicht im Wege. Wenn du dir nicht im Wege stehst, kommst du in den natürlichen Flow-Zustand, dass du neue Impulse in dein Leben bringst, die dich wiederum nach draußen bringen. In die Freiheit, angstfrei, frei von Kontrolle, frei von engständiger Vorstellung darüber, wie etwas zu laufen hat. Ist es so, als ob jemand anders dir, deiner inneren Fliege hier im Kopf, die Tür daneben aufmacht oder das Fenster und dich frei lässt. Dieser andere kannst du sein für dich, wenn du eine andere Perspektive annimmst auf die Dinge, auf deinen Manifestationsweg. Und genau dann passiert die Magie, die eigentlich keine Magie ist. Deine Wünsche werden Hochleistungsgeschwindigkeit in deine Realität katapultiert, denn dann ist dein krasser Wunsch wie der Gang von einem anderen Zimmer zur Küche oder von der Küche in ein anderes Zimmer, mühelos und ohne viel Überlegung. Denn das ist nicht notwendig, weil es dir natürlich ist, mit klaren Anliegen, klaren Zielen zu manifestieren, als Creator, als Schöpfer. Den Funken zu leben, der in dir innewohnt, der endlich darauf wartet, die Kontrolle über dich zu bekommen. Das ist der wahre Du, die wahre Du, ja, die sehnsüchtig darauf wartet, von dir entdeckt und freigelegt zu werden, sich selbst zu erfahren über deine positiven Manifestationsergebnisse. Das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist und was ich heute mit dir teilen wollte. Wenn dir dieses Video gefällt, darfst du gerne liken und kommentieren und wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.